finde, das hört man und man denkt so, ESC-Song. Ja. Let's go! Gib alles, komm! Schweden. Bei Schweden habe ich immer so übelst hohe Erwartungen. Auch immer ein Garant für eine hohe Platzierung. Ja, aber wieso kommen die denn mit so einem Scorpions-Song da an? Scorpions. Klingt gerade so ein bisschen wie Wind of Change, oder nicht? A Million Voices Teil 2. A Million Voices. Das war geil. Er ist schon richtig, richtig cool. Die Stimme ist total toll. Der Auftritt ist einfach auch toll. Ich muss aber leider sagen, es ist halt so ein bisschen der typische Schweden-Pop. Das ist für mich so ein erwartbarer ESC-Song. Es könnte auch der Finalsong einer sehr lang bestehenden Musik-Casting-Show sein. Sag ruhig DSDS. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber es hört sich sehr nach DSDS an. Und das ist mir einfach ein bisschen zu billig. A Million Mich Voices. catcht das auch nicht so ganz. Ich würde das gerne mal erleben, dass beim Mello irgendwie was gewinnt, was so ein bisschen abseitig ist, wo man nicht sagt, ja klar, Schweden. The song itself, it's very Sweden by numbers. They can produce really good songs and it sounds engineered and crafted and like almost programmed. But I think he brings something fresh. Was für eine Energie er hat, Ja. wie er rüberkommt, Ja. was für eine Wirkung er hat. Ich finde auch das Beste an der Nummer ist eigentlich tatsächlich Tusse selbst. Also die Stimme dazu, ist halt, die reißt es einfach raus, dass man dabei bleibt. Wie er gestylt ist. Ja. Ich liebe den Style. Ich finde diesen roten Anzug mega geil. Ich hätte ihn Mega, auch gerne. mega. Ich Ich finde, liebe wie er seinen Stil. performt, finde ich gut. Ich finde tatsächlich auch dieses Auf- und Ab-Gehen dabei. Das hat was. Alles cool. Stimme ist fett, der Song ist super mit den Gospel-Anteilen und hinten so ein kleines bisschen bei der Flöte etwas nordisch-folkloristisches drin. Aber der singt gegen diesen Song ein bisschen an, weil die Komposition relativ flach ist. Also der ist zu viel mehr in der Lage, als dieser Song hergibt. Er hat ja schon so eine sehr eigene Stimme, die auch diesen perfekten Song dann manchmal ein bisschen bricht, weil er nicht jeden Ton perfekt trifft. Was ich an der Nummer schöner finde als bei anderen schwedischen Songs, ist, dass das nicht so ultra perfekt choreografiert ist. The choreography is all him. This is not, someone else saying do this, do that. He's just doing it. Und da, wie er es fühlt, wie der Tänzer das fühlt auch. So gut. In his movement, there is a freshness and a freedom. And I love seeing that, particularly from Sweden, where things can be hyper choreographed. Ich finde, das ist schon sehr besonders und seine Geschichte ist auch toll und er ist ein toller Typ. Ich finde, Er ist toll, seine mehr als Geschichte ist verdient toll, zum das ESC Lied zu ist aber kommen. nicht so besonders. Ganz großartig und überzeugend und man hört, dass dieser Sänger unglaublich viel Tiefe hat und unglaublich was erlebt hat, schon in seinen jungen Jahren. Der ist aus der Demokratischen Republik Kongo geflohen mit 8 Jahren ohne seine Eltern, war also unbegleiteter Flüchtling und hat dann aber auf eigene Faust dann in Schweden Fuß gefasst. In an interview, Tusa told me that he, as a former refugee from Congo, understands what it's like to be on the outside. And he said he wants to give people hope about this journey, moving from that to acceptance. And I think that's the power of this song. Ich finde den Song gut. Ja. Ich finde ihn wirklich gut. Sieg? Gewinnen glaube ich auf gar keinen Fall, aber Top 10 glaube ich schon. Oder du? Glaubst du, dass sie gewinnen? Das Ding wird auch wieder in den Top 10 landen, hundertprozentig. Ja, das denke ich auch. Also bei Schweden bin ich immer vorsichtig. Es könnte tatsächlich so ein Überraschungssieg werden, je nachdem wie das dann in der Startreihenfolge dann im Finale sich passiert. Ja, das wird wieder Top 5 werden wahrscheinlich. Einfach weil Schweden Schweden ist. So gut. Schön. Platz 5, mindestens. Glaube ich zwar nicht, aber... Tolle Stimme, auch irgendwie starker Song, aber Irgendwie schwappt es bei mir nicht über, sag ich mal. nee, bei mir auch nicht. Ich finde, er macht nichts falsch. Du kannst dir jetzt nicht die anderen Songs also wegnicken und jetzt den haten. Aber da kamen schon geilere Nummern aus Schweden. Trotzdem bringt er es super nach vorne und diese Verzweiflung, die er besitzt in der Stimme, ist einfach so großartig. Die Komponisten können froh sein, dass sie ihn haben. Bringt alles auf den Punkt und eine Hammerstimme. Also, gut. Es ist halt schwedisches Faulfleisch. So ein bisschen. Aber gutes Faulfleisch. Also würde ich probieren. Würde ich essen. Würde ich essen. Aber es ist halt trotzdem Faulfleisch.